Buchfans, oh, gut, dass ihr da seid. Wir haben wieder eine super Sendung. Naja, super Sendung. Der Chris hat ein Problem. Mofa kaputt. Na, was ist los oder was ist passiert, kann ich besser sagen. Das letzte Mal mit Mobfest haben wir natürlich unsere Rundfahrt vorgefahren. Ne? Man muss natürlich wissen, wohin man fährt. Ne? Gut, das Problem ist, das letzte Stückchen dachte der Chris, naja, mal eine Weile Vollgas. Ne? 4-5 Kilometer habe ich voll Gas gefahren und ja, diese Buch von mir hat schon etwas gelitten natürlich. Ein paar Mal Ötztaler Moped Marathon, Rundfahrten hier in die Gegend, Rundfahrten bei Clubs hier in die Niederlanden, in Deutschland. Diese Motor hat bereits, ich denke, eine 40-50 Stunden hat er schon drunter. Ne? Und jetzt habe ich das Problem, ich hatte voll im Fahrt, fährt etwa 70 km/h, aber mit 13.500 Drehzahl. Kann man auch noch sehen in diesem Video bei HT-Tuning. Ne? Da bin ich am Prüfstand. Was passiert? Da kam ein Kreuzverkehr, Gas dicht natürlich, Bremsen und ich dachte, was riecht da so? Na, habe ich meine Auspuff mal angeschaut. Ja, da kam so eine weiß-blaue Quellmaus. Ne? Und da dachte ich schon, ja, das ist Simmering kaputt am Kupplungsseite. Na, was passiert dann? Wenn das kaputt geht an dieser Seite, am Kupplungsseite, dann kommt da ATF-Öl im Brennraum. ATF-Öl schmiert niks, absolut niks. Das ist nur geeignet für Kupplung, Autos, entweder für Puch oder andere Automatikmotoren. Und ja, da habe ich gedacht, da muss ich mal ein bisschen vorsichtig, wir müssen noch 3 Kilometer fahren. Ne? So ein bisschen mit 20, 15 km/h sind wir dann hier wieder nach Puchshop gefahren und da habe ich das abgestellt. Es muss revidiert werden. Da sind noch mehr Dinge. Kolbenring ist nicht mehr so gut. Vielleicht Kolben auch nicht mehr. Ich weiß nicht, das Motor ist noch nicht auseinander natürlich. Was machen wir heute? Was ich noch nicht öfter gesehen habe im Internet oder im YouTube, das sind nicht so viele Videos, dass ein Motor tatsächlich ausgebaut wird. Ne? Das sind genug Videos von Revisionen und dass diese auseinandergenommen werden. Aber eigentlich und das ist echt für uns Anfänger. Ne? Also, aber ich denke auch, die mehr gelernte Schrauber können auch noch etwas davon lernen. Und ich mache das wieder auf meine Weise. Natürlich, wie ich es mache. Also, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe meine Werkzeug, liegt hier bereits am Tisch fertig. Also das ist nicht so viel. Man braucht nicht so viel eigentlich für einen Motor aus einem Puch zu bauen. Also Jungs, ich denke, fangen wir einfach an. Also Motorausbau leicht gemacht. Na Jungs, okay, fangen wir mal an. Also meine Folge ist immer eigentlich, wenn da so eine ziemlich Standard Maxi S rumsteht, das ist die Seitenverkleidungen abschrauben, ne? Abnehmen. Habe ich nicht. Normalerweise 3 Schrauben, eine hier unten, schraubt man, die macht man natürlich als erste weg. Aber ja, ich habe keine Seitenverkleidungen, ich brauche die nicht bei diesem Mofa. Ich habe das hier weggeschliffen natürlich, das letzte Aufnahmepunkt. Und jetzt, ja, finde ich das echt schade. Wieso? Ja, es kann nimmer mehr eine Seitenverkleidung drauf oder man muss die hier nicht festmachen, aber dann klettert das und das will ich auch nicht. Aber ja, schon Jahre her gebaut, Jungs, und jetzt weiß ich besser, ne? Okay, womit fange ich an? Ich mache erstmal mit der Ständer, mache ich mal weg. Also was haben wir hier? Ein Feder am rechten Seite und hier unten 3 Schrauben. Das mache ich zuerst weg. Ich habe diese Mofa, man kann das natürlich, weil, dann ist meine Stabilität, ist weg natürlich. Hier haben wir, mit diesem Tisch haben wir eine Klemme drauf. Das funktioniert echt affengeil. Man kann das natürlich auch hängen, am Dachboden kann auch. Und das schraubt eigentlich am einfachsten. Ja, oder man stellt das ab gegen die Mauer. Geht auch natürlich. Ne? Gut, nächstes was ich mache ist Kette. Also Kette weg, ausbauen und einfach lasse ich einfach hier am Hinterrad. Das belasse ich einfach. Zum dritten ist Luftfilterausbau, dann Gasschiebedeckel abnehmen. Und die kann man hier hinterlegen, weil Vergaser lasse ich drauf. Ne? Deckel festhalten, Jungs, weil ich drehe erst ein los und dann die nächste. Das geht echt am einfachsten. Nicht vergessen, Vergaser lassen wir da. Und dann haben wir noch Auslass natürlich, Auspuff, kann man nicht vergessen. Die schrauben wir demnächst ab.
Oh Jungs, das war eine Timelapse, ne? Boah, so schnell ging es nicht. Ich habe bis jetzt 5 Minuten geschraubt. Also im Timelapse geht das natürlich schneller. Da sind wir jetzt angekommen beim großen Geheimnis. Was ist hier los? Oh, so, die war fest ohne Ende. Oh, ja, Jungs, ich vergesse etwas. Erstmal Ölwanne weg, ne? Weil die brauchen wir nicht mehr. Öl ist abgelassen. Wir machen das wieder auf die Seite. Und wart mal. Wie gesagt, immer, Jungs, ich war das noch vergessen am Anfang. Ne? Und da habe ich noch mit Stein, unsere Filme, habe ich noch versprochen, dass ich sage, immer sauber arbeiten, Jungs. Also, du hast meine Werkzeuge gesehen. Das ist auf ein bisschen Papier. Jetzt diese Ölwanne weg. Leg da bitte ein bisschen Papier drauf. Meine Hände sind noch immer ziemlich sauber. Und dieses Mofa, ja, war natürlich schmutzig. Ne? Einzige ist, dass bei meinem Mofa ist eine PVL drauf. Ne? Und ich habe hier drin, das sieht man noch, hinten meine Luftfilter ist so eine Klappe haben wir gemacht. Das Rahmen haben wir ein bisschen ausgeschnitten. Und meine Spule ist hier im Rahmen verbaut. Also sieht schlichter aus, finde ich immer. Auch meine hintere Bremse ist im Rahmen verlegt hier und kommt hier aus. Also das geht alles hier via diese Klappe. Haben wir hier, warte mal, ich zeige das mal. So viel Draht ist also am PVL, also kein Problem. Hier ist unsere Spule drin, haben wir hier verarbeitet. 2 Bolzen sind reingeschweißt hier. Und ja, so bleibt das eigentlich ja ganz clean. Unsere Konnektor oder Stecker, die müssen wir rausnehmen und dann muss das. Und dann haben wir hier unten, vielleicht kann die Kamera das später noch zeigen, haben wir da ein Loch gemacht unter im Rahmen. Ja, jetzt sind wir angekommen, eigentlich beim tatsächlichen Motorausbau. Also diese 3 M8 Schrauben, na, die werden wir losmachen und dann, dass man die 3 schon ein bisschen löst, ja, dann ziehe ich immer diese 2 oberste raus und dann kommt der Motor nach unten. Man kann diese dann ruhig rausziehen und dann kann der Motor weg. Aber bei mir mit dieser PVL kann das noch ein bisschen problematisch werden, weil diese Stecker hier muss da durch ein ganz kleines Loch. Also wird vielleicht ein bisschen fummelig, aber ich denke, das geht. Tada! Fertig. Na, mit Reden dazwischen, 10 Minuten, Jungs, haben wir einen Motor ausgebaut. Und so einfach kann es sein. Na, man hat gesehen, dass auch das hier mit unserer PVL 400 Meter Draht, dass das auch ja, ziemlich einfach ging. Also wir zeigen das Loch nochmal. Es ist echt ziemlich, ja, fand ich, schlau gefunden. Man hat wenig Draht in Sicht. Und ja, jetzt ist der Motor eigentlich drunter gebaut und ich sehe, da kommt noch ein bisschen mehr Öl draus. Das ist natürlich ein anderer Stand vom Motor, aber macht nichts. Wir haben hier unser Papier drunter, kann nichts passieren. Unsere Tisch wird nicht schmutzig, weil ich hasse schmutzig. Nichts schmutzig machen! Okay Jungs, der Motor ist drunter. Was ich jetzt immer mache, ein bisschen leicht machen, weil ich mache das hier am Ölwanne und ja, natürlich Jungs, wenn alles richtig ist, dann sieht das nach Revision wieder so aus. Ja, so, das ist natürlich ein Rennmotor, ne? Das sind unsere Reservemotoren von der Erik, liegen natürlich immer dahin. Aber ja, also Jungs, das hier war auch der letzte Sendung vom Saison. Also, wir freuen uns natürlich wieder auf Saison 3, aber das ist erst in 4 bis 5 Wochen. Ich gehe jetzt auch im Urlaub, also nach meinem Urlaub, dann machen wir diesen Motor wieder neu, wird neu instand gesetzt und wie gesagt, Totalrevidierung, mal sehen wie alles aussieht. Meine Kolbenring spielen natürlich auch wichtig. Kupplung, alles mal nachschauen, ob alles noch gut in Ordnung ist. PVL, wieder erneut abstimmen, also könnt ihr wieder mitgucken. Und wir haben vielleicht noch etwas Neues so nach dem Sommer. Das liegt hier, wenn das alles in Zeit hier ist noch nicht hier. Also, das wird noch aufgebaut, oh, Verzeihung, mit meiner Airsaal, alles in Ordnung. Hoffentlich, ich hoffe, das hat euch alles gefallen, diese Saison, Jungs. Es hat mich natürlich immer Spaß gemacht. Sind da noch Ideen? Schreibe die einfach hier in die Kommentare.
Ne? Oder schreib eine E-Mail an info@bookshop.de. Und dann sind wir in 4, vielleicht bis 5, aber ich hoffe 4 Wochen sind wir wieder da mit unserer und eurer Bookshop Show. Bis dann. Ciao.